Dieses Video ist möglich durch die Unterstützung vom Taschengeld-Team. Für deinen nächsten Einkauf nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und wenn du dabei noch sparen willst, dann unterstütze uns gern als Patreon oder Kanalmitglied. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TB-TV. Heute geben wir unserem Gelände mal die richtige Würze. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, eine Frage, die uns sehr, sehr oft gestellt wird und gerade auch in den letzten Wochen wieder, weil wir die Vietnamplatte gebaut haben. Und zwar die Frage, was nimmst du eigentlich für Bodengründe? Was nutzt du da eigentlich? Die verschiedensten Materialien, was verwendest du dort? Und dann muss ich euch leider immer ein bisschen enttäuschen, weil ich dann immer in den Kommentaren schreibe, naja, es sind irgendwie Mischungen, die ich mir hier zusammenstelle und da kann ich euch oft gar nicht sagen, was da alles drin ist. Aber heute gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Waldböden. Als Grundstock dient natürlich immer eine Sache, Sand. Natürlich könnt ihr auch auf fertige Produkte zurückgreifen. Da gibt es ja zum Beispiel von Geek Gaming verschiedenste Mischungen für Waldböden, für die verschiedensten Böden, die ihr einfach verwenden könnt. Das ist natürlich praktisch für die Base-Gestaltung, weil wenn ihr eine Armee based und ihr braucht vielleicht mehrere Monate, um so eine Armee auch fertigzustellen, dann wollt ihr natürlich immer eine Mischung haben, die immer gleich aussieht, damit halt das ein Gesamtbild ergibt. Solltet ihr nun aber Geländeteile oder ganze Platten bauen, dann ist es natürlich sinnvoller, sich eine eigene Mischung herzustellen, weil das geht dann wirklich ins Geld. Und was ist der Grundstock für solch eine Mischung? Na klar, es ist Sand bzw. Erde. Und ich verwende tatsächlich Erde aus meinem Garten. Diese Erde müsst ihr natürlich ein bisschen behandeln. Erstmal habt ihr eine sehr, sehr grobe Erde dort. Dann könnt ihr die erstmal schön aussieben. Da habt ihr dann schon die verschiedensten Körnungen. Das heißt, ihr habt einmal eine sehr, sehr feine Sandmischung und ihr habt eine sehr, sehr grobe Mischung. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Erde aus der Natur nehmt, dann ist es immer erstmal sinnvoll, die erstmal so zu trocknen. Am schnellsten geht es natürlich im Backofen. Da könnt ihr sogar sicher sein, dass ihr alle Keime mit tötet, alle kleinen Tierchen mit rauskriegt. Und ja, das ist einfach schon mal sicher, damit alles raus ist. Aber ihr kriegt natürlich auch den Sand getrocknet. Und danach könnt ihr eigentlich an das Sieben gehen und dann habt ihr schön feines Material und aber auch grobes Material. Bei diesem Sand bleibt es dann nicht dabei. Ich gehe dann ran, okay, was baue ich eigentlich für ein Geländestück? Wo bin ich da irgendwo angesiedelt? Und dann gucke ich mir so ein bisschen an, wie sehen denn dort die Sandfarben aus? Ist es vielleicht ein sehr hellbrauner Ton? Ist es ein sehr dunkler brauner Ton? Ist es vielleicht, wie ich hier zum Beispiel habe, etwas rötlicher? Es gibt natürlich noch richtig rote Erde, das geht auch. Wenn ihr wirklich in Vietnam unterwegs seid, habt ihr natürlich auch richtig rote Erde. Oder zum Beispiel, wenn ihr auf Fuerteventura seid, gibt es natürlich auch schwarzen Sand. Färben tue ich das Ganze mit Pigmentpulver. Dort könnt ihr auch große Packungen zum Beispiel im Künstlerbedarf kaufen. Das ist auch gar nicht so teuer. Da kriegt ihr verschiedensten Farbtöne. Da könnt ihr einfach ein paar Esslöffel, je nachdem wie groß eure Mischung natürlich ist, mit eurer Erde hinzufügen. Das Ganze schön durchmischen und dann habt ihr einen schön gefärbten Sand. Aber Achtung, all das, was ihr damit noch reinpackt, wird gleichzeitig mitgefärbt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, vielleicht mache ich gleich noch Grasfaser mit rein oder ein bisschen Turf, das wird definitiv mitgefärbt werden. Es kommt vielleicht nicht komplett durch, aber davon müsst ihr einfach ausgehen, dass das halt mitgefärbt wird. Zusätzlich zu meiner Mischung packe ich immer noch Fugenmasse mit hinein. Und zwar diese Fugenspachtel, den ihr aus dem Baumarkt kennt. Das ist quasi ein Pulver, eine Spachtelmasse. Den gibt es in verschiedenen Farbtönen. Den mische ich meistens immer noch ein bisschen mit rein. Färbt zusätzlich euren Sand auch nochmal mit ein. Und das Beste dabei ist, sobald diese Masse irgendeine Feuchtigkeit abbekommt, egal ob das Isopropanol, Wasser oder Leim ist, das wird bombenhart und es rieselt euch nichts mehr von der Platte. Aber in diesem Video geht es heute um einen Waldboden bzw. um Böden, wo einfach viel wilde Natur herrscht, vielleicht irgendwelche Wurzeln, Ranken, wo viel Laub gefallen ist. All das wollen wir heute mal so simulieren. Und was kommt da eigentlich für uns in Frage? Zum einen gibt es auch da wieder was Fertiges. Ihr könnt da zum Beispiel das ganze Laub kaufen. Es gibt verschiedene gestanzte Laubblätter wirklich. Das ist dann aber nur wirklich Laub. Und das kann man super auch da in unsere Mischung mit reingeben. Aber wir brauchen natürlich auch irgendwas, was loses Blattwerk, Äste und so weiter imitiert. Und da bin ich tatsächlich auf Gewürze und Tee gekommen. Als Grundsubstanz sollte immer Tee dienen. Und zwar Grüntee, nicht schwarzen Tee. Das ist ganz wichtig, denn grüner Tee, wie der Name schon sagt,
hat die Färbung grün. Wenn wir schwarzen Tee nehmen oder so eine Ostfriesen-Tee-Mischung, der ist sehr, sehr schwarz, das können wir nicht gebrauchen, den können wir auch nicht einfärben. Aber grüner Tee ist, naja, ist eine grau-olivfarbene Mischung hier. Wir haben hellere Elemente, wir haben dunklere Elemente und wir haben auch die verschiedensten Körnungen. Und auch das könnt ihr auch nochmal durch einen kleinen Mixer jagen, um halt die verschiedensten ja, Körnungen hinzukriegen. Aber das geht auch super gut, weil es sehr trocken ist, mit den Fingern. Natürlich, wenn ihr große Mischungen macht, ist es mit dem Finger aufwendig. Von daher könnt ihr auch super einen Mixer nehmen. Und weitere Elemente sind dann natürlich die verschiedensten Gewürze. Und da schaut einfach mal im Supermarkt durch das Gewürzregal. Wir haben hier die verschiedensten Sachen. Zum Beispiel Rosmarin. Super tolle Tannennadeln, die wir imitieren können. Wir haben Basilikum und Petersilie. Ist zum Beispiel sehr gutes Blattwerk. Und hier haben wir noch Oregano und Thymian. Auch Thymian ist eher so nadelförmig, können wir auch super Tannennadeln mit imitieren. Und auch Oregano ist so eine Mischung. Ja, das ist einfach auch ja, loses Blattwerk, Unterholz. Und wenn wir das alles zusammenmischen, dann haben wir eine perfekte Waldbodenmischung. Mischen wir uns doch jetzt einfach mal was zusammen. Jetzt könnt ihr natürlich auch entscheiden, okay, was möchte ich eigentlich für einen Waldboden haben? Habe ich vielleicht einen Waldboden, der nur aus Tannen besteht? Naja, dann nehmt ihr am besten Thymian und Rosmarin und nutzt wirklich nur die beiden Stoffe. Alles andere mit dem grünen Tee natürlich. Aber die anderen Sachen könnte man noch weglassen. Aber wir machen mal jetzt so eine allgemeine Mischwaldsituation und wir beginnen einfach mit ein bisschen Tee. Und nun, nach Bedarf, wie in einem Kochrezept, würzen. Und ihr habt es gerade gesehen, wir haben schon die unterschiedlichsten Farben drin. Ne? Gerade die Petersilie ist da sehr prägnant drin. Ne? Wir haben dann so wirklich schönen satten Grünton. Und nun mischen wir das Ganze mal zusammen. Und ihr könnt auch richtig mit Druck arbeiten, dass da die Sachen einfach auch noch mal ein bisschen feiner werden. Und presst das Ganze zwischen euren Fingern einfach noch mal ein bisschen zusammen. Das wäre jetzt unsere fertige Mischung, die wir auf eine besandete Fläche schon drüber streuen können. Also das können wir also quasi nach der Besandung machen. Wir können jetzt aber auch uns hier einen Teil einfach von abnehmen und das Ganze mal mit Erde mischen. Und in diese Mischung können wir auch gleich noch ein bisschen Turf mit reinmachen. Aber das wird sich natürlich jetzt auch verfärben durch das Pigmentpulver. Und jetzt mischen wir das Ganze mal zusammen. Und in diese Mischung können wir gerne auch jetzt noch ein bisschen was Gröbes mit einbringen. Ihr seht also, wir haben hier super schnell eine schöne Mischung erzeugt. Wir haben hier grobes Material drin, wir haben hier ein bisschen Unterholz drin, wir haben aber auch gleichzeitig noch Erde drin. Und das ist jetzt natürlich total euer Geschmack. Ne? Man kann da jetzt natürlich auch noch viel mehr Erde reinmachen und halt viel weniger von dem Unterholz. Man könnte auch ein bisschen weniger von dem Grünzeug, von dem Feinturf auch nehmen. Aber ihr seht schon, wie sich das halt auch ein bisschen verfärbt. Ihr habt zwar trotzdem die Grüntöne damit drin, aber ihr müsst einfach damit rechnen, dass sich das halt auch verfärbt. Ne? Ja, und jetzt werden wir das Ganze mal auf den Base streuen und werden das Ganze mal verkleben. Und ganz wichtig ist bei solchen Mischungen einfach, ihr müsst nicht nur von unten verkleben, sondern ihr müsst auch immer von oben versiegeln. Anders funktioniert es nicht. Weil wenn ihr jetzt diese Mischung aufbringt und wie ihr es vielleicht gewohnt seid, Weißleim drauf, Zeug rüber, abschütteln, dann wird das ganze schöne Zeug nicht hängen bleiben, weil es ist sehr, sehr grobes Material. Und wir brauchen halt einfach von oben die Fixierung, damit es dann wirklich hält. Verkleben tun wir das Ganze mit klassischem Weißleim, das heißt, wir werden eine Schicht aufpinseln und dann werden wir erstmal unsere Mischung sehr grob aufstreuen. Und nun einfach die Mischung großzügig drüber verteilen, ein bisschen hin und her schütten, dass auch wirklich überall was hinkommt, wie ihr es eigentlich auch von der klassischen Base-Gestaltung kennt. Nur eine Sache, nicht umdrehen. Sollte euch das jetzt zu dick erscheinen, dann schüttelt das ganze Base so ein bisschen hin und her. Es wird auf jeden Fall was abfallen, aber ihr braucht halt das große Material, das grobe Material, das sollte schon oben fest sein. Wir nehmen jetzt einfach auch mal die pure Mischung ohne dem Sand. Das geht natürlich auch und das ist natürlich, wie ich schon öfter gesagt habe, jetzt wirklich reine Geschmackssache. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine schöne Waldelfenarmee für Warhammer The Old World basen wollt und ihr braucht einen richtig schönen Waldboden, na dann könnt ihr natürlich auch die pure Mischung ohne Sand nehmen oder vielleicht sind eure Bases schon gesandet oder strukturiert. Wichtig ist, reindrücken bringt nicht so viel, ihr werdet sehen, ihr habt trotzdem was hängen. Ne? Also das heißt, ihr müsst von oben immer nachstreuen, das ist ganz wichtig. Natürlich wird das Base dadurch auch etwas dicker, ne? Aber ihr könnt das immer noch so ein bisschen ja, gleichmäßig verteilen, aber vielleicht muss es auch gar nicht so gleichmäßig sein. So, das heißt, wir haben jetzt auch die pure Mischung.
Ja, das sieht natürlich schon nach einem schönen Kräuterbase aus. Das Ganze könnt ihr natürlich dann auch noch, wenn es trocken ist, farblich gestalten. Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Schritt für diese Art von Base-Gestaltung. Wir müssen es von oben versiegeln. Wir brauchen dafür zwei Flüssigkeiten. Einmal Isopropanol. Ganz wichtig, das sprühen wir als erstes, beziehungsweise mit einer Pipette auftragen, damit wir die Oberflächenspannung für die folgende Flüssigkeit brechen. Als zweite Möglichkeit gibt es da die verschiedensten Möglichkeiten. Ich nehme jetzt hier ein Wasser-Leim-Gemisch, aber ihr könnt zum Beispiel auch einen Gravel Sand Fixer nutzen von AK. Da braucht ihr wiederum kein Isopropanol. Das geht super, ist ein sehr teures Produkt, ist maximal für die Base-Gestaltung. Also wir nehmen uns einfach ein bisschen Isopropanol in eine Pipette. Isopropanol hat auch die Angewohnheit, sich sehr schnell zu verteilen und wir werden einmal das komplette Base damit tränken. Bei der Mischung ist es jetzt nicht mal notwendig eigentlich, mit Wasserleim drüber zu gehen, weil wir haben in unserer Erdmischung die Fugenmasse mit drin. Das wird auch so bombenhart, aber zur Sicherheit mache ich trotzdem Wasserleim immer drüber. So, also als nächste Flüssigkeit Wasserleim und das auch großzügig auftragen. Und ihr seht schon, dass das gar nicht mehr so, ja, wie man es kennt von Leim, dass der so wegperlt, sondern er verteilt sich durch das Isopropanol einfach richtig, richtig gut. Jetzt haben wir zwei Nachteile. Der erste Nachteil ist, wir brauchen jetzt sehr lange, bis das durchgetrocknet ist. Wenn wir nur von unten geleimt hätten, dann würde das viel, viel schneller trocknen. Dadurch, dass wir das jetzt aber komplett getränkt haben, braucht das locker mehrere Stunden, bis das komplett durchgetrocknet ist. Der zweite Nachteil ist, wir werden einen Farbunterschied feststellen, weil alles, was ich mit Wasserleim behandle, wird im Anschluss dunkler. Warum das so ist, kann ich euch nicht erklären, denn beim Gravel Sand Fixer ist das zum Beispiel nicht so. Ich weiß nicht, warum das dunkler wird. Also ihr könnt immer von ausgehen, dass es immer so um eine Nuance dunkler wird, als wie es vorher war. Das werdet ihr in einem trockenen Zustand, wenn ihr das mal vergleicht, werdet ihr doch sehr, sehr gut unterscheiden können. Aber damit ist es eigentlich schon fertig und das Ganze muss jetzt sehr, sehr gut durchtrocknen. Kommen wir jetzt noch kurz zum Preis, denn der ist, glaube ich, unschlagbar. Wir haben natürlich die Anschaffung von Grüntee. So ein Päckchen liegt locker bei 6, 7, 8 Euro. Das ist natürlich schon viel Geld. Alle anderen Sachen sind dafür sehr, sehr günstig. Das heißt, wir haben so ein Gewürzglas, liegt bei 99 Cent. Das heißt, ihr seid hier mit, wenn ihr 5 verschiedene Gewürze nimmt, seid ihr 5 Euro. Plus sagen wir mal 8 Euro den Tee, sind wir bei 13 Euro. Und das für eine Mischung, naja, da kriegt ihr aber sehr, sehr viel raus. Ihr habt gesehen, wie viel ich jetzt nur rausgenommen habe. Und wir haben hier einiges an Material. Und da mischt ihr ja vielleicht auch noch andere Sachen mit zu. Also für Platten, große Geländestücke habt ihr einfach eine sehr, sehr günstige Base-Gestaltung. Und ein absoluter Vorteil ist aber, eure Geländestücke riechen hervorragend. So, jetzt aber wieder an euch die Frage, was nutzt ihr für eure Geländegestaltung? Ja, es gibt inzwischen verschiedene Fertigmischungen, geht ihr darauf zurück? Wie macht ihr das, wenn ihr Platten baut oder große Geländestücke? Was nehmt ihr als Material? Gibt es vielleicht noch ultra cooles Material, was ich noch nicht entdeckt habe? Dann unbedingt mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, diesen Mischungen kann man natürlich den verschiedensten Dingen noch hinzufügen. Zum Beispiel auch diese gestanzten Blätter, die man kaufen kann oder auch selber stanzen kann. Oder ihr zum Beispiel Birkenpollen, super coole Sache. Könnt ihr auch mit reinmischen. Dann habt ihr noch so richtiges Blattwerk mit drin. Es gibt ja auch schon fertiges Blattwerk von Noch, Heki, Woodland. Verschiedenste Firmen bieten hier sowas an. Feinturf und. Also, wenn ihr noch coole Materialien habt, die ihr selbst irgendwie mit in eure Mischung macht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und natürlich interessiert es mich, was ihr so für eure Base-Gestaltung verwendet. Das war es jetzt zu diesem Video. Schaut gerne mal bei unserem Partner vorbei und natürlich bei Instagram immer mal vorbeischauen und unserem neuen TBTV Live-Kanal. Also gerne mal vorbeischippern und das Ganze mal abonnieren. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über die YouTube-Kanalmitgliedschaft oder einer Patreon-Mitgliedschaft. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.